So lernst du richtig schnell richtig viele Wörter. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute gebe ich Antwort auf eine Frage, die ich immer wieder von euch höre. Wie kann ich schnell viele deutsche Wörter lernen? In diesem Video zeige ich dir einen Trick, wie du in minimaler Zeit maximal viele Vokabeln lernen kannst. Dieses Wissen stammt aus der Lernpsychologie und da ich derzeit meine Doktorarbeit schreibe, habe ich mich mal intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wie kann man die wichtigsten Vokabeln lernen, damit man endlich richtig gutes Deutsch verstehen, sprechen und schreiben kann? Achtung, du brauchst circa 3500 deutsche Wörter, um problemlos auf Deutsch kommunizieren zu können. Das ist in etwa der B2-Wortschatz. Damit kannst du bis zu 95% der Wörter verstehen, die wir im Alltag benutzen. Wenn du die kannst, dann hast du es geschafft. Heute zeige ich dir nicht nur, wie du allgemein schneller Vokabeln lernen kannst, sondern ich habe auch eine Überraschung für dich. Bald gibt es diese Wörter in Form eines Vokabelkurses bei mir und du kannst dich jetzt schon in die kostenlose Early Bird Liste eintragen, damit du keine Informationen verpasst und schon einmal tolle Wortschatzübungen von mir bekommst. Der Link ist in der Beschreibung unter dem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Wie lernt unser Gehirn neue Dinge? Dazu werfen wir mal einen Blick auf das folgende Schaubild. Wir merken uns von dem, was wir lesen, lediglich 10% und von dem, was wir hören, nur 20%. Was wir sagen und obendrein tun, das merken wir uns aber bis zu 90%. Logisch also, was du zu tun hast, oder? Wichtig ist nie zu vergessen, dass es beim Sprachenlernen 4 Fertigkeiten gibt. Lesen, hören, schreiben und sprechen. Du musst alle 4 regelmäßig trainieren, um an dein Lernziel zu kommen. Für das Lernen neuer Wörter ist es also super wichtig, diese nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören, zu schreiben, zu sprechen und jetzt kommt der Trick, zu tun. Das geht, indem du die Assoziationsmethode verwendest. Mit dieser kreativen Methode wirst du Wörter so schnell lernen wie nie zuvor. Die Idee dahinter ist, mit Bildern zu lernen, die du dir im Kopf vorstellst und dann eine Geschichte dazu erfindest. Diese Geschichte wendest du in deiner Realität an, also du tust sie. Versuche beim Wörterlernen in einem Themenbereich zu bleiben, dann ist es etwas einfacher. Hier mal ein Beispiel. Wir nehmen die folgenden 4 Wörter als Basis. Der Rock, das Gewebe, der Fleck, das Waschmittel. Diese 4 Wörter stammen aus dem Themenbereich Textilien, also Kleidung. Ein Rock ist ein Kleidungsstück, ähnlich wie eine kurze Hose, aber eher für Frauen. Das Gewebe ist das Material, aus dem der Rock besteht. Aus welchem Gewebe ist der Rock? Nun kannst du noch eine weitere Vokabel dazu nehmen, nämlich Baumwolle. Jetzt haben wir einen Rock, dessen Gewebe Baumwolle ist. Was ist mit dem Rock? Er hat einen Fleck. Warum hat er einen Fleck? Dir ist beim Kochen Öl auf den Rock getropft. Oh nein, was nun? Du rennst zum Waschbecken und willst den Rock mit Wasser und einem Tuch sauber machen. Du nimmst ein bisschen Waschmittel und versuchst, den Fleck zu entfernen. Oh nein, der Fleck wird immer größer. Du steckst den Rock schnell in die Waschmaschine und wäschst ihn bei 40 Grad. Danach holst du den Rock heraus und was passiert? Der Fleck ist noch da. Jetzt bleibt dir nur noch die Reinigung. Du nimmst also den Baumwollrock und bringst ihn in die Reinigung. Dort empfängt dich eine Dame und fragt dich, wie kann ich Ihnen helfen? Du sagst, mein Rock ist schmutzig, er hat einen Fleck, der Rock ist aus Baumwolle.
Beim Kochen habe ich aus Versehen Öl auf den Rock bekommen. Ich habe versucht, den Fleck mit Wasser und Waschmittel zu reinigen, aber er ist nur noch größer geworden. Auch in der Waschmaschine bei 40 Grad ist es nicht besser geworden. Die Dame nimmt den Rock in die Hand und sagt, das ist ein feines Gewebe, das muss man mit speziellem Waschmittel reinigen. Aber keine Sorge, wir sind eine gute Reinigung, wir werden den Fleck aus Ihrem Baumwollrock ohne Probleme entfernen. Du bist erleichtert. Siehst du, was wir uns hier gerade aufgebaut haben? Eine ganze Geschichte. Sie hat mit den Wörtern Rock, Gewebe, Fleck und Waschmittel begonnen. Aber wir haben immer mehr Wörter aus diesem Themenbereich dazugenommen. Kleidungsstück, Material, Tuch, Waschmaschine, Reinigung, schmutzig. Das sind nun schon 10 Wörter aus diesem Themenbereich. Wie kannst du dir diese 10 Wörter nun merken? Zuerst musst du dir diese Geschichte natürlich ausdenken. Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sei so kreativ, wie du möchtest. Es ist deine persönliche Geschichte. Und je mehr Emotionen du mit dieser Geschichte verbinden kannst, umso besser lernst du damit. Nachdem du dir die Geschichte ausgedacht hast, sprichst du sie aus. Es ist ganz egal, ob du Grammatikfehler machst. Es geht nur um die Wörter. Sprich die Geschichte vor dich hin und im besten Fall schreibst du sie dann auf, denn dann hast du schon 2 der 4 Fertigkeiten trainiert. Sie muss auch nicht lang sein. Es kann eine ganz kurze Story sein, in der jedes Wort 1- bis 2-mal vorkommt. Wenn du sie aufgeschrieben hast, dann liest du sie ja auch automatisch. Und so hast du schon 3 Fertigkeiten trainiert. Und du findest dann bestimmt auch die eine oder andere Möglichkeit, den Text selbst zu korrigieren. Aber wie gesagt, das ist nicht so wichtig, es geht nur um die Vokabeln. Damit du die Wörter hören kannst, nimmst du deine Geschichte mit dem Handy auf und hörst sie an. Und nun kommt der Höhepunkt. Während du die Geschichte anhörst, versuche sie zu tun. Nimm einen Rock oder ein anderes Kleidungsstück und führe diesen Prozess aus. Du musst natürlich nicht bis zur Reinigung gehen oder die Waschmaschine anstellen, aber bewege dich und stelle die Situation irgendwie nach. Du kannst das auch tun, indem du dir die Geschichte laut vorsagst. Auf diese Weise trainierst du 10 Vokabeln in kürzester Zeit. Du kannst locker 4 dieser Geschichten pro Tag lernen und das sind schon 40 Vokabeln. Das heißt, du könntest in nicht mal 90 Tagen den wichtigsten Wortschatz der deutschen Sprache erlernen. Und wenn du super fleißig bist, schaffst du 10 Geschichten. Das sind 100 Wörter am Tag. Ist das nicht genial? Vielleicht denkst du jetzt, Julia, so einfach ist das nicht. Ich gebe dir nun zum Abschluss wichtige Informationen und Tipps, damit du das auf jeden Fall schaffen kannst. Grundlegend musst du wissen, dass du ca. 7 bis 10 Begegnungen mit einem Wort brauchst, um es zu lernen. Das heißt, du musst Wörter so oft wiederholen wie möglich. Der sinnvollste Weg ist die Wiederholung nach 1 Stunde, am nächsten Tag, dann nach 2 Tagen, nach 4, nach 8 und so weiter. So nimmst du das Wort von deinem Kurzzeit- in dein Langzeitgedächtnis auf. Es ist außerdem wichtig, dass du immer in ganzen Sätzen und in einem Kontext lernst. Vergiss Wortlisten mit einzelnen Wörtern. Baue dir ein Netzwerk an Geschichten auf. Und vergiss nicht, dass du Wörter nicht nur lesen, sondern auch hören, schreiben und aussprechen musst, um so schnell wie möglich zu lernen. Du könntest das auch in einem Frage-Antwort-Spiel machen. Stell dir eine Frage, zum Beispiel, warum hat mein Rock einen Fleck? Dann gib eine Antwort darauf. Mein Rock hat einen Fleck, weil Öl auf das Gewebe getropft ist. Wiederhole dies so oft wie möglich. Wenn du neue Wörter lernen willst, die du noch nie zuvor gesehen oder gehört hast, ist das natürlich ein bisschen schwieriger.
In diesem Fall kannst du dir eine kleine Merkhilfe basteln, indem du das Wort irgendwie mit deiner Muttersprache verbindest. Das ist wirklich sehr abstrakt, aber ich gebe dir mal ein Beispiel, wie ich das mache. Ich wollte auf Arabisch ich heiße Julia lernen. Anna ismi Julia. Ich habe mir das so gemerkt. Meine Nachbarin heißt Anna. Ismi habe ich aus dem Englischen ismi geholt und mein Name, der ist ja klar. Ich schaue also aus dem Fenster, dort steht Anna und ich sage ihr, Anna, ich bin's, Julia. Du kannst dir das in deinem Kopf so zusammenbauen, wie du willst. Je verrückter und abstrakter, umso besser. Du musst das Wort aus dem Deutschen auch nicht sofort übersetzen. Spiele erstmal damit, schaffe eine Verbindung zu deiner Muttersprache oder einer anderen Sprache, einem Bild, einem Lied, ganz egal. Behandle ein Wort wie ein Bild im Museum und lerne es Stück für Stück besser kennen und du wirst merken, dass du mit dieser Technik endlich schneller Vokabeln lernst. Und last but not least, mein ultimativer Tipp, um schneller Wörter zu lernen: Lesen, lesen, lesen. Hol dir einen Roman für Deutschlerner und lies so viel wie du kannst. Ich habe dir unter dem Video einige gute Romane verlinkt, mit denen du wunderbar üben kannst und das für kleines Geld. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wie findest du die Assoziationsmethode? Mit welchen Methoden hast du bisher Vokabeln gelernt? Vergiss nicht, dich in die Early Bird Liste für meinen baldigen Vokabelkurs einzutragen. Dann bekommst du vorab viele kostenlose Informationen und Übungen, um endlich perfektes Deutsch zu lernen. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Geschichtenerzählen. Schreib mir deine Geschichte unbedingt in die Kommentare. Ich bin total gespannt darauf. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Julia.